Hallo und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Und jetzt sind wir bei Barbara. Der Barbara, der ist mal im Zimmer. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Boah, wie cool es aussieht. Das heißt, sie war jetzt schon, also sie war schon so ein kleiner Filmstar. Der hat auch eine Barbie-Puppe von sich gehabt. Boah, ey. Ich dachte, die sah ja grauenhaft aus. Die Barbie-Puppe. Entschuldigung. Barbara Finch. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass wir den Bigfoot jetzt kennenlernen werden. Oh, wir können auch wieder zurück. Ich glaube, wir müssen dann vielleicht sogar, oder? Cool das ist, dass man wieder zurückgehen kann. Und noch das Kleid, was sie getragen hat damals wahrscheinlich. Nicht zubeißen. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Grateful Stories. Sollte ich das jetzt schon? Barbara 1944 bis 1960. Schauen wir uns erstmal noch mal ein bisschen um. Auch hier auch viele Bücher. Seattle. Starlets. Auch hier Schallplatten. Schallplattenspieler sozusagen mit Schallplatten. So hat man damals Musik gehört. Das waren die Schallplatten. Und das ist der Schallplattenspieler. Schreibmaschine. Schreibmaschine habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn das? Happy Birthday, Barbara. Oh, 2. Meine Fresse. Strong Labyrinth. Film bei Lady Gregory. War schon so ein Filmsternchen. Barb ST. Rated Jobs. Die hat keine Filmauftritte mehr bekommen. Also ich kann mir das auch, also Fluch, Familienfluch, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt halt Menschen, wenn es denen halt wirklich nicht gut geht, ja, dass man dann halt sehr viel reininterpretieren tut dann halt, was es sein könnte, weil anderen ginge es ja gut, aber einem selbst würde es schlecht gehen. Dabei ist es nicht immer so. Also meistens jedenfalls nicht so. Naja, schauen wir mal. Grateful Stories. Ja, dann wollen wir mal.
Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Kühlschrank. Nicht gut. The old fridge rattled and grew still.
Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ist jetzt wieder ein Ende? Jetzt ist der weg. Ist doch das Klassische. Das kenne ich doch. Ja. Wo ist der The hin? hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Zwölf. Ding dong.
Someone at her door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Oh, wie cool war das denn? Oh. Ach, das war ja schön. Also, Barbara. 1944 bis 1960. Eine schöne Geschichte, aber auch eine creepy Geschichte. Aber eine schöne Geschichte. Ja, nice. So. Also hier können wir jetzt auch nicht durch. Immer noch nicht. Das heißt, wir müssen halt wieder zurück. Okay, ich schaue mich noch mal kurz um. Nicht, dass ich irgendetwas verpasst habe, aber ich denke mir mal, wenn ich es verpasst habe, dann ist es jetzt auch zu spät oder es wäre zu spät. Weil das war Barbaras Geschichte. Na gut. Dann wieder zurück. Also bis jetzt jede Geschichte. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Hier kann man ja auch aufmachen. Möchte ich das überhaupt? Oder möchte ich wieder zurück? Kann ich denn wieder zurück? Ich meine, wir sind von hierher gekommen, aber wie schaut es denn weiter aus? Also wenn ich jetzt... wie war denn das nochmal gleich? Ich habe ja hier in Wien Sieb. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir... It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, das stimmt. Ich sag ja, ich bin auch ein bisschen sauer, dass ich das mit dieser Spieluhr nicht herausgefunden habe, selbst herausgefunden habe. Also ich kann hier auch wieder zurück. Ich weiß jetzt nur nicht, das heißt, wir müssten ja dann praktisch dann über... Okay, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, weil dann müssten wir ja auch wieder über das Dach zurück. Das müssen wir ja nicht.
erstmal nicht. Also, denke ich mir mal. Deswegen gehen wir mal da durch, wo ja, dieser Weinschrank, ja, genau. Hier wollen wir durch. Genau. Weil wir haben hier auch nochmal so einen Dachboden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch... Ne, kommen wir nicht durch. Ich möchte auch mal schauen, ob sich hier etwas... Währenddessen wir diese ganzen Geschichten aufgeschnappt haben, ob sich hier irgendwas verändert hat. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Also doch runter. Also doch runter. Okay. Ich muss aber noch mal schauen. Hier ist zu. Und da kommen wir auch nicht mehr. Das heißt, wenn wir von der anderen Seite, also den alten Weg genommen hätten, wären wir eventuell hier nicht rausgekommen. Oder kann man von innen vielleicht aufmachen und nicht mehr von außen. Naja, schauen wir mal. Huch. Das wird gespeichert. Die Spieluhr also. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Das ist aber ganz schön dunkel geworden. Und da ist die Spieluhr. Ich schaue mich noch mal kurz um. Licht an? Ich sehe das hier gar nicht. Maybe I should go check out that music box down by the basement. Ja, ich weiß, aber ich würde mich doch gerne noch mal hier ein bisschen umschauen. Na komm. Frage. Die hört jetzt auch gar nicht mehr auf zu spielen. Meine Frage wäre jetzt die, hätte man das auch vorher, am Anfang, rausfinden können, das mit dem Schlüssel? Also umso öfter ich an der Spieluhr gedreht hätte, hätte ich dann den Schlüssel in der Hand gehabt? Hätte man das dann vorher schon herausfinden können oder gehört es zu der Geschichte erst jetzt, nachhinein? Das wäre jetzt, also das würde mich jetzt schon interessieren. Die Musik hat aufgehört. Okay. Na gut, dann soll es das erstmal für heute gewesen sein. Und ja, also super. Bisher wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch die Geschichten, die einzelnen Geschichten, sehr, sehr schön. Auch jetzt das mit dem Comic zum Schluss hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich bin gespannt, wie es halt weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Schauen wir mal, wie es dann halt weitergeht. Macht's gut. Ciao.